Mein Name ist Luca Mahler, ich komme aus der Schweiz, ich bin 29. Ich bin als Kind immer sehr ein lebendiger Bub gsi, bin immer rumgeflitzt, bin sehr gerne in der Natur gsi, habe von außen gespielt. Und für mich ist der Alltag durchdrungen von Spiel. Ich bin in der Wohnung hin und her gerannt, ich war sehr beweglich gsi. Dann bin ich älter geworden, ich bin in die Pubertät gekommen. Und dort, ca. 12, 13, in diesem Alter, haben sich meine Eltern voneinander getrennt. Die Zuhause ist viel gestritten worden. Es war eine sehr dunkle Atmosphäre. Mein Vater ist sehr schlecht gegangen, hat starke Depressionen gehabt und mich hat das sehr belastet. Also ich bin dann viel in mein Zimmer, habe mich zurückgezogen, wollte nichts mehr wissen von der Aussenwelt und habe den ganzen Frust und die Trauer in mir drin gespürt und habe nicht gewusst, wie mit dem umgehen. Dann habe ich mich in mein Zimmer eingesperrt, habe zum Teil die Läden zugetan, habe am Morgen auch am Wochenende gar nicht aufstehen und dann habe ich mich abgelenkt. Ich habe Serien geschaut, ich habe Filme geschaut und vor allem habe ich dann angefangen, all den Frust emotional mit Essen zu kompensieren. Also habe Süßigkeiten und Joghurt und so weiter in mein Zimmer gebracht und habe die, während ich die Serie geschaut habe und in meiner Fantasiewelt schwelgen konnte, habe ich dann die Sachen gegessen. Das hatte zur Folge, dass ich innerhalb ziemlich kurzer Zeit stark zugenommen habe. Ich habe gemerkt, es ist wie ein Schutzmantel auch. Aber ich habe mich so unwohl gefühlt. In der Schule bin ich wegen dem ausgelacht worden, dass ich jetzt dick bin und mollig und fett. Und ich habe mich umso mehr zurückgezogen und mir ist innerlich immer und immer schlechter gegangen. Und darum habe ich dann auch versucht abzunehmen. Ich habe Diäten ausprobiert, von das, was man kennt, frisst die Hälfte, bis zu Trennkost und noch andere Diäten. Das hat sich dann über 10 Jahre gezogen. Und habe alles Mögliche probiert, auch mentales Training, mit vor dem Spiegel stehen und sagen, ich schaffe das und ich nehme jetzt ab, wirklich alles Mögliche. Und es hat nichts funktioniert. Irgendwann, und dort habe ich schon mit dem gelebt, ich habe nicht mehr an das gedacht, hat ein Freund von mir mich eingeladen zu einem Meditationsabend. Und dann hat er dort einen Vortrag von Bruno Gröning laufen lassen. Ich weiss zwar nicht mehr, welcher das war, aber was ich weiss, und das war so eindrücklich, in meinem Kopf war es für das erste Mal, glaube in meinem ganzen Leben ganz ruhig gewesen. Und ich habe nur noch zugelassen. Dann bin ich direkt nachher heim und habe auf YouTube den Dokumentarfilm gefunden und habe den geschaut. Und so eindrücklich war für mich, schon bei der Anfangsmusik, wo der Hintergrund schwarz ist und man sieht nur, welche Menschen mitgewirkt haben. Nur schon bei dieser Sequenz sind mir plötzlich Tränen gelaufen und ich habe Wallungen im ganzen Körper bekommen. Kalt, heiß, ein Schaudern. Tränen sind mir runtergelaufen und ich habe nicht gewusst, wieso. Es ist einfach passiert. Und dann habe ich den Film geschaut und mein Herz ist richtig warm geworden. Und ich wollte zu dieser Zeit einfach nur Gott finden. Das hat nichts damit zu tun, ich will jetzt gesund werden mit meinem Körper. Da habe ich wie schon abgeschlossen. Ich wollte einfach zurück zu Gott, weil es mir im Leben sehr schlecht gegangen ist. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem Tag, wo ich den Film geschaut habe, habe ich innerhalb von 2,5 Monaten 24 Kilo abgenommen. Von
86 Kilogramm auf 62 Kilogramm, ohne dass ich an das gedacht habe, ohne dass ich irgendetwas gemacht habe. Das ist mir geschenkt worden, die Heilung. Nur dadurch, dass ich diesen Film geschaut habe. Und seitdem ist mein Leben auf dem aufsteigenden Pfad. Ich fühle mich wieder so wohl in meinem Körper. Ich mache wieder Sport. Ich habe die Freude vor allem am Sport wieder zurückgewonnen. Auch gesunde Ernährung. Es ist ganz natürlich, ganz ein gesunder Lebensstil wieder zurückgekommen. Und das ist so eine unbeschreibliche Wendung in meinem Leben, weil in dem ist alles zusammengekommen. Hallo. Hallo. Schön, dich zu sehen. Sehr schön, dich zu sehen. Hallo, Mami. Wie hast du meine Heilung erlebt? Also, was mir wirklich geblieben ist, was du mir erzählt hast, dass du die Dokumentation geschaut hast über ihn und du nachher darauf eben innerhalb, sagen wir, 2-3 Monaten sicher 20 Kilo an Gewicht verloren hast. Und du hast das Jahre vorher probiert, das eigene Antrieb mit Diäten und so weiter und hast es nie geschafft. Und bis heute, und das ist jetzt, das sind das 5 Jahre später, hast du nie mehr zugenommen. Und das ist schon, das vor allem finde ich sehr, sehr eindrucksvoll. Und jetzt auch, seitdem bist du so viel sportlicher geworden. Du bist da mit dem Velo da raufgefahren in Herlesberg und das wäre vor 10 Jahren absolut unmöglich gewesen. Sowohl vom Übergewicht her, aber auch von der Motivation her. Ich habe früher, als es mir schlecht gegangen ist, ich habe mich so abgesondert. Ich konnte nicht mehr in den Wald oder wie hier auf einer Wiese stehen und geniessen, was ich sehe. Ich habe die Schönheit dieser Blüten nicht gesehen. Die Bienen, wie sie tönen und die Vögel zwitschern, das ist nicht durchgedrungen. Ich hatte die Kraft nicht. Und das ist für mich die grösste Heilung. Die Heilung von meinem Glauben. Dass ich wieder ans Leben glaube. Und auch, seitdem haben sich so viele Türen in meinem Leben geöffnet. Viele Menschen, die mich seitdem nicht mehr gesehen haben und die mich jetzt wieder sehen, die schauen mich an und die glauben gar nicht, wer sie vor sich haben. Von der Ausstrahlung, natürlich von der Körperkonstitution, von vielen Aspekten sagen sie, ich bin wie ein anderer Mensch. Du bist viel, viel zuversichtlicher geworden. Du hast sehr, sehr viele wertvolle Menschen kennengelernt. Die Gemeinschaften, glaube ich, haben dich auch zu einem Teil zu dem Mensch gemacht, der du heute bist. Wo ich mir nicht immer Sorgen machen muss, sondern einfach weiss, du bist gut aufgehoben. Ich kann dich einfach wie loslassen. Und auch das ist als Mutter, glaube ich, etwas vom Schönsten, was einem passieren kann. Wenn man sein Kind aufgehoben weiss.